Aber im Wesentlichen geht es in diesem Clip um einfach, wie ich geladen habe, warum ich geladen habe, meine Sorgen, meine Ladesorgen, wenn ich welche hatte unterwegs, die Strecke, die ich ungefähr gefahren bin. Das ist also kein Tourismus-Clip. Aber wenn euch dieser Clip oder andere Clips in diesem Kanal gefallen, dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch abonnieren könntet. Das ist unten auf Subscribe drücken. Das ist immer nett. Kostet ja auch nichts für die Leute, die es machen. Also viel Spaß bei diesem Clip, der 2 Teile hat. Also ein Teil ist die Hinfahrt, der andere Teil ist die Rückfahrt. Ich bin nicht genau die gleiche Strecke gefahren auf der Hin- und Rückfahrt, aber doch insgesamt ca. 4600 Kilometer. Viel Spaß! Ja, heute geht es wieder weiter, weg von Malaga. Der nächste Übernachtungsstopp wird Nerja sein. Das ist vielleicht 45 Minuten, eine Stunde Maximum weg von Malaga an der Küste. Vorher werde ich wohl einen Golfplatz besuchen. Mal schauen, ob ich dort filmen kann. Danach wird es allerdings komplizierter. Mir wurde empfohlen, den Naturpark Cabo de Gata mir anzuschauen. Das ist auf dem Weg Richtung Almería und dann Murcia. Und dann wird das mit Superchargern sehr kompliziert. Nämlich überhaupt nicht. Also weder im Better Route Planner noch im Tesla Computer sagt es mir, wie ich da gut laden kann. Bei Almería gibt es wohl ein Barceló Hotel mit einem Destination Charger und den werde ich wohl anfahren müssen, um weiterzukommen. Aber diese Details werde ich mir in Nerja dann anschauen und mit genauer planen. Aber ganz einfach wird das, glaube ich, dann nicht, denn ob es andere öffentliche Ladesäulen gibt, dort an der Küste. Zwischen gestern und heute hat die Batterie 1% Ladung verloren, also 1% weniger von 80 auf 79 oder von 81, ich muss nochmal nachschauen, auf 79, also 1-2% Maximum über Nacht, an einem Tag hier durch das Stehen in Malaga verloren. Allerdings ist die Außentemperatur auch relativ angenehm, wie man sehen kann. Es ist morgens früh, um 9 Uhr, halb 10 am Morgen, ist es 15 Grad draußen. Das sind angenehme Temperaturen, die auch eine Batterie mag. An der Küste zwischen Malaga und Nerja, 20 Grad, Schiebedach ist offen und wir haben immer noch Januar 2020. Auf dem Weg zum Baviera Golf bei Nerja, ungefähr 35 Kilometer vor Malaga.
zwischen Malaga und Motril auf dem Weg nach Almeria. Nach wie vor wunderschönes Wetter und warm. Wie ich schon gesagt hatte, mit Superchargern ist es hier an der Küste nicht gut bestellt. Also es gibt gar keine, denn ich möchte weiterfahren nach Cabo de Gata. Das wurde mir empfohlen, das ist ein sehr schöner Naturpark. Aber an der Küste entlang und von dort dann weiterfahren in Richtung Murcia, da gibt es eben gar keine Supercharger. Also wie machen? Zuletzt habe ich ja in Granada geladen und da es zwischen dort und Malaga nur bergab geht, war ich mit 80% Ladung in Malaga. Und dann hier in Nerja kam ich mit 60% an, weil ich auch zwischendurch noch andere Sachen abgefahren habe. Hier in Nerja gibt es allerdings einen Destination Charger und zwar ein Parador Hotel. Das ist ein ganz gutes Hotel. Hier in Nerja bleibe ich 2 Nächte bei einem Freund und dann geht es weiter. So, in Nerja war ich jetzt 2 Tage. Der Batteriestand ist auf 86%. Der nächste Stopp ist Cabo de Gata. Da werde ich so mit 35% ankommen, laut Computer. Cabo de Gata ist ein Nationalpark, ein Naturpark. Es soll noch schöne Buchten geben. Und mein Ziel ist da ein Hotel, das einen Destination Charger hat, um dann dort vielleicht auch zu übernachten. Zumindest in der Nähe zu übernachten und mal schauen, wie viele Tage ich dann in dieser schönen Gegend bleiben werde. Das Wetter heute wieder sensationell schön, eigentlich ideale Bedingungen, um zu reisen und natürlich der Verbrauch ist dann auch entsprechend niedrig. Hier in der Nationalstraße kann man eigentlich überall anhalten, an Haltebuchten, da wo die uralte Straße entlang ging und sich von der Höhe die schönen Buchten anschauen. Hinter mir Castel del Ferro. Ich bin hier auf dem Weg zwischen Motril und Almeria. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Landschaft.
Hier ist ein kleiner Halt in Almeria, weil dort eine der besterhaltensten maurischen Festungen ist, und die schaue ich mir mal an. In dieser großen Garage gibt es 2 normale Ladestationen und 2 Tesla-Wandlader. Die Ladestation hier am Motel lädt mit 14 Kilowatt und 20 Ampere. Ein Tesla Destination Charger. Ja, ab Malaga bis hier hinter Almeria und ein wenig in Cabo de Gata rumfahren, circa 300 Kilometer, das sieht man hier am Trip A. Und da dann eine ganze Menge Landstraße dabei war, die Hälfte Autobahn, die Hälfte Landstraße, ist der Verbrauch auf 165 Wattstunden pro Kilometer gesunken. Die Außentemperatur war auch so um die 20, 22 Grad. Und das hat den Gesamtdurchschnitt der Reise bisher auf unter 200 Wattstunden pro Kilometer gesetzt. Mein Ziel heute, zunächst mal zu diesem Alborán Golf zu gehen. Das ist nur gerade hier mal 2 Kilometer weg von dem. Hier sieht man gut das Bebauungsgebiet außerhalb von Almeria, das 2005 begonnen wurde, anlässlich der mediterranen Sportspiele, eine Art regionale Olympiade. Und das Hotel ist hier vorne an der Küste. Und hier hat man eben mitten rein einen Golfplatz gebaut. Der sieht ziemlich groß aus. Und den werde ich mir mal aus der Nähe anschauen. Nächster Halt Fort Bravo, eines dieser Städte, Kulissenstädte, wo Spaghetti-Western gedreht wurden, und in der Wüste wurde auch eine Folge von Games of Thrones gedreht. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Noch nicht so spät am Nachmittag ist, fahre ich vielleicht hier wieder Cabo de Gata, und zwar diesmal in diese Gegend. Der Computer gibt mir doch noch 1 Stunde Fahrzeit an.
Ja, heute Morgen neblig, trüb. Ein guter Moment abzureisen. Ich war hier im Hotel Barceló, Cabo de Gata. Das habe ich eigentlich nur durch Zufall gefunden, via Internetsuche, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen bin ich hier sogar länger geblieben als ursprünglich geplant. Die ganze Anlage hier und auch die Anlagen in der Gegend wurden 2005 gebaut für die Juegos Mediterráneos, eine Art Olympiade für die Mittelmeerländer, und danach der Öffentlichkeit übergeben, einschließlich des Golfplatzes. Und das scheint eine allgemein beliebte Gegend zu sein, denn ein norwegischer Reiseleiter hat mir gesagt, dass er hier in ein paar Wochen mit 100 Norwegern hierher kommt, die hier Golf spielen werden. Und vor 1-2 Wochen hat mir ein Tourist gesagt, hier war BMW aus München hier und haben neue Motorräder getestet, Prototypen, die wohl in diesem Sommer, in diesem Frühling auf den Markt kommen. Die waren hier in der Wüste, in der Nähe von diesem Fort Bravo und in anderen Western-Filmstädten und haben halt diese Motorräder getestet. Und ein Engländer hier hat mir ganz stolz Fotos gezeigt, denn er konnte sie fotografieren, obwohl das irgendwie verboten war. Jedenfalls ein angenehmer Aufenthaltsort, und jetzt geht es weiter. Wo ich heute übernachten werde, weiß ich noch nicht. Das muss ich schauen, wenn ich unterwegs bin. Es geht weiter Richtung Norden, in Richtung Alicante und dann langsam wieder zurück in die Schweiz. Los geht's mit 89% Ladung. Das nächste Ziel ist hier Desert Springs. Da soll ein guter Golfplatz sein. Etwa 1 Stunde Fahrt von hier. Sollte ich später bis Alicante, hier Denia, Calp, irgendwo in diese Ecke hier fahren, dann kann ich zwar in Murcia laden, das wird ja auch vorgeschlagen. Allerdings in dieser Gegend hier gibt es keine Supercharger mehr. Und hier müsste ich einen Destination Charger finden oder sonst irgendwie eine Ladestation. Das habe ich bisher hier von Almeria aus nicht gefunden auf dem Computer. Aber es wird schon irgendwas geben. Ich werde davon berichten. Dichtester Nebel, 10 Grad draußen, ein totaler Kontrast zum Wetter gestern. Aber das ist vielleicht nur regional hier in der Nähe von Almeria. Später am Tag wird es vielleicht besser. In diesem Desert Springs Resort bin ich nun doch sehr viel länger geblieben als gedacht. Es ist jetzt schon nach 5 Uhr am Nachmittag. Ein Bekannter hier hat mir ein Hotel empfohlen, Valle del Este, auch ein Golfplatz, ein Golfresort, aber das ist nur 5 Kilometer weit weg. Also fahre ich vielleicht die 100 Kilometer bis nach Murcia zum Supercharger. Es ist immer noch hell und werde dort mal laden, und dann schaue ich mich nach einem Hotel dort in der Gegend um und fahre vielleicht dann nicht mehr nach Alicante weiter. Das Laden fing mit sensationellen 130 Kilowatt an. Hat sich jetzt natürlich etwas verlangsamt, aber ist immer noch ziemlich gut. Die Supercharger bei Murcia an einem riesen Shopping Center.
hier bei Murcia 10 Ladesäulen an der Supercharger-Station. Immer wieder der einzige. Die Also im Shopping Center habe ich mich eingeloggt und ein Hotel in der Nähe gefunden. Aber jetzt will ich navigieren und finde es nicht, beziehungsweise der Navigator zeigt nichts an, obwohl das Signal für das Netzwerk eigentlich stark ist, will der Navigator nichts finden. Das ist natürlich dumm. Ja, dank Maps.me auf meinem Telefon habe ich es gefunden, denn der Navigator vom Tesla, der ist erst nach einiger Zeit wieder angesprungen, auch nachdem ich unterwegs noch einmal einen Reset gemacht habe. Das hat wahrscheinlich daran gelegen. Aber jetzt bin ich gut angekommen. Ja, hinter mir das Hotel Los Periquitos. Das habe ich gestern am Supercharger in Murcia gefunden bei einer Google-Suche. Und eine ganz nette Überraschung. Das ist etwa 20 Minuten weg vom Supercharger in Murcia. Ist ein Vertreterhotel. Offenbar wurde mir gesagt, also in der Woche übernachten hier meistens Vertreter. Am Wochenende kommen Leute her, weil es hier auch ein Schwimmbad gibt. Und das war eigentlich trotz der Straße, die hier ist eine Art Landstraße, die hier durchführt, war es im Zimmer relativ ruhig in der Nacht, also gut isoliert und gut geschlafen habe ich auch. Hier sieht man, wie die Haube oben ein bisschen verzogen ist. Dummerweise habe ich gestern da wo ich hielt, war ein Pfosten, der war gerade so hoch, dass ich ihn nicht gesehen habe. Und beim Anfahren ist das hier unten gegengekommen und hat hier vorne die Haube eingedrückt, das Nummernschild weggemacht. Hier sieht man, wie das verbogen ist, und ich hoffe, dass die Reparatur nicht allzu schlimm ist. Nächster Stopp heute, ein Golfplatz hier in der Nähe von Valencia, also südlich von Valencia. Heute ist der Tag sowieso bedeckt, also hier am Strand entlang zu fahren, Benidorm, Denia und so, interessiert mich jetzt heute nicht so sehr. Hier bin ich also außerhalb von Murcia, aber schon in Richtung Alicante und fahre dann mal hier oben in diese Berglandschaft, was ich auf dem Internet gesehen habe, scheint es sehr schön zu sein. Allerdings komme ich hier nur mit 20% Ladung an, muss also schauen, ob ich da in der Nähe irgendwo laden kann. Aber hier in Valencia, da gibt es einen Supercharger. Vielleicht reicht es ja, um dann von hier bis dorthin zu kommen. Mal schauen beim Better Route Planner, was der mir sagt. Also Better Route Planner sagt mir, dass ich problemlos von dort dann zum Valencia Supercharger komme. Aber ich staune doch, dass hier 20% steht und im Better Route Planner 43% bei Ankunft. Das liegt heute das erste Mal ein bedeckter Himmel und fast 10 Uhr morgens und immer noch erst 13 Grad. Das hatte ich jetzt fast 10 Tage lang überhaupt nicht.
stelle ich fest, selten hat sich der Bordcomputer so vertan wie heute. Am Hotel hat er mir gesagt, dass ich um 11:55 ankommen würde und es ist jetzt 11:55. Er hat mir aber auch gesagt, dass ich hier mit nur 20% Ladung ankäme und dabei komme ich hier mit 32% Ladung an. So, nach einem Aufenthalt in den Bergen vor Valencia ist es jetzt 4:30, 4:45 am Nachmittag. Der Supercharger hier in Valencia ist mein nächstes Ziel. Und dann mal schauen, ob ich es bis Barcelona schaffe. Denn da habe ich ja schon mal übernachtet in der Nähe in Sant Cugat. Und das sollte eigentlich gut gehen. Der Navigationscomputer schlägt mir 2 Ladepausen vor. Eine hier in Valencia, die andere in La Aldea. Und dann nach insgesamt 5 Stunden Fahrt inklusive Ladepausen würde ich in Barcelona ankommen. In der Nähe gibt es ja auch einen Supercharger in Sant Cugat mit einem Hotel. Dort werde ich wahrscheinlich übernachten. Das fand ich ja auf dem Hinweg schon ganz gut. Es ist ja ganz selten Male in Spanien, dass ich hier am Supercharger andere Teslas vorfinde. Die Ladegeschwindigkeit ist ganz gut. Ein wenig seltsam, wie der Navigator mich hier auf die Straße führt, über irgendwelche Hintersträßchen, anstatt über dieses Autobahnkreuz. Naja. 8 Uhr abends, Supercharger La Aldea, 6 Ladesäulen und ich bin wie so oft der Einzige. Hier bin ich mit 22% Ladung angekommen, statt der 15, glaube ich, die am Anfang vorher gesagt worden sind. Als es so gegen Mittag hier war, ist es gähnend leer. That's where you belong. I need to wrap my soul around you. Now this feeling won't go away. So sad, so sad, so sad. I can't be with. Früh am Morgen und siehe da, die Scheiben sind gefroren. Das muss ich erstmal enttauen. Hier bin ich wieder im gleichen Hotel, The Site, wo ich auf der Hinreise war. Es gibt eben hier auch Supercharger. Ja, in der Nacht hat es gefroren, also es ist sowohl die Rekuperation begrenzt, als auch die maximale Leistungsabgabe ist begrenzt. Aber jetzt werde ich ja erstmal hier laden, also kein Problem. Hier am Supercharger Sant Cugat bei Barcelona bin ich mal nicht der einzige Tesla.